In diesem Video fertigen wir dieses Kartenetui auf der einen Seite mit Reißverschlussfach und auf der anderen Seite mit 2 Karteneinsteckfächern. Und das ist wirklich ein kleines Masterpiece, kann man schon fast sagen, denn ihr lernt hier viele Techniken bzw. könnt gelernte Techniken anwenden. Zuschnitt, Creasen, Pricken, akkurat kleben, Sattlernaht, Kantenbearbeitung, Reißverschluss einarbeiten und vieles mehr. Und das ist wirklich so ein Projekt, wo viele verschiedene Sachen zusammenkommen. Und bei Kleinlederwaren gibt es immer 2 Herausforderungen. Insofern ist es gar nicht unbedingt ein absolutes Anfängerprojekt, sondern ihr müsst hier wirklich ganz akkurat und ordentlich arbeiten, weil es bei Kleinlederwaren besonders auffällt. Also es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben das Kartenetui für euch wirklich so angelegt als Template, als Schnittmuster, dass alles genau aufeinander passt. Wir haben es für ein 3,85er Prickeisen angelegt und wir haben das Schnittmuster so optimiert, dass ihr hier wirklich ganz schöne, dünne Kanten erzielt. Weil gerade bei so Kleinlederwaren ist das immer die größte Schwierigkeit, wenn man kein Schärfmesser zur Hand hat oder keine Spaltmaschine zur Hand hat, mit der man Leder ausdünnt, dass man nicht so viel Dicke aufbauen will, weil das bei so kleinen Accessoires einfach schnell sehr wuchtig aussieht. Entsprechend haben wir dieses Schnittmuster wirklich so optimiert, dass wir Abstände abgestuft haben, alles so aufeinander designt haben, dass es miteinander abschließt, dass wir nicht hier an der Seite so dicke, wulstige Kanten haben und dass es schön filigran aussieht, denn das ist das, was so ein Kartenetui ausmacht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich einmal los damit, dass ich euch sage, welche Varianten es gibt und welches Leder ich für dieses Projekt empfehlen würde, welches Material ihr braucht und dann starten wir rein. Ganz kurz zu den Varianten vom Kartenetui. Ich erkläre hier im Video eine Variante und das ist die Verarbeitung eines ungefütterten Kartenetuis. Also man kann das auch hier sehen, dass wir einfach kein Futter verarbeitet haben und dass wir die Oberkante von den Einsteckfächern nicht umgeschlagen haben. Das könnte man natürlich auch machen bei einem Kartenetui, dass man dieses Teil und dieses Teil etwas länger zuschneidet, also so 1 cm länger zuschneidet, dann ausschärft, die oberen 1,5 cm ungefähr und das dann umklappt, also umklebt, sodass man hier eine schöne umgeklebte Kante hat. Wir haben hier jetzt mit Kantenfarbe gearbeitet, um es einfach einlagig zu lassen, sodass es wirklich nicht aufträgt und auch für alle Anfänger geeignet ist. Entsprechend werden wir jetzt auch in diesem Video nur diese Vorgehensweise erklären, aber falls ihr ein Schärfmesser zu Hause habt, könnt ihr wie gesagt hier an dieser Kante und an dieser Kante 1 cm zugeben, das dann umschlagen, sodass ihr dann wieder auf diese Maße hier kommt, wie im Schnittmuster und dann hättet ihr hier einfach keine Kantenbearbeitung an diesen 2 Kanten, sondern eine umgeschlagene Lederkante. Ist auf jeden Fall auch eine tolle Technik, um dieses Kartenetui zu verarbeiten, aber ein bisschen fortgeschrittener. Insofern würde ich sagen, wir konzentrieren uns hier jetzt auf die Basics. Beim Leder empfehlen wir euch für dieses Kartenetui ein Leder, was zwar ein bisschen Stand hat, also was jetzt kein Velourleder oder so zum Beispiel ist, sondern ein Leder wie dieses Kaviarleder oder ein anderes gefinishtes Leder, auch ein Glattleder funktioniert super oder ein Ziegenleder. Das Allerwichtigste ist aber die Dicke von diesem Leder, denn wir wollen hier einfach keine super dicken Kanten aufbauen. Wir wollen auch nicht, wenn noch Karten und Münzen und so weiter in diesem Kartenetui sind, dass das Kartenetui auf einmal so dick ist, sondern wir wollen ein schönes, filigranes, kleines Lederaccessoire haben und entsprechend würde ich sagen, so 1 mm Dicke wäre ideal, 1,2 könnte auch noch funktionieren, muss man vielleicht auch mal austesten, einfach mal so 2, 3 Lederlagen übereinander legen und gucken, ob sich das irgendwie noch angenehm anfühlt sozusagen und dann hat man eigentlich ganz schnell ein Leder, was auch gut passt. Also ein Ziegenleder würde auf jeden Fall super passen, auch ein Lammnapper oder so könnte man nehmen, wenn es ein bisschen mehr Stand hat. Man kann theoretisch auch mit weicheren Ledern arbeiten, es wird dann nur ein bisschen knautschiger sozusagen, also sowas wie das hier, so ein dünnes Kaviarleder oder so, das ist eigentlich wirklich das beste Leder, was man so nehmen kann. Oder ein ganz klassisches Glattleder.
kommen wir zu den Materialien, die ihr für dieses Projekt braucht. Und dann sage ich auch noch kurz was zur allgemeinen Vorgehensweise, bevor wir dann richtig anfangen. Materialien braucht ihr auf jeden Fall einige. Erstmal natürlich das ausgedruckte Schnittmuster. Da ganz wichtig, in 100%iger Größe ausdrucken, nicht irgendwie skalieren, sonst passt am Ende der Reißverschluss nicht mehr. Und ich würde euch empfehlen, noch ein bisschen so Bastelkarton oder ich habe hier jetzt einen ganz dünnen Lederfaserstoff zur Hand zu haben, wo ihr das Schnittmuster dann draufkleben könnt. Dann könnt ihr nämlich mit den Schablonen besser arbeiten. Das lässt sich leichter positionieren, leichter zuschneiden. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, würde aber auch ohne gehen. Dann natürlich das Leder, was ich gerade schon in der Lederempfehlung gesagt habe, was ihr dafür verwenden könnt. Ein A4-Stück reicht ehrlich gesagt von der Größe. Es darf sogar ein bisschen schmaler sein als A4 oder 2 A5-Stücke funktionieren auch super, weil da ja mehrere Schnittteile drauf sind. Theoretisch könnt ihr sogar zweifarbig gehen und 2 verschiedene Leder nehmen, um so auch Lederreste zum Beispiel zu verarbeiten und könnt es stückeln. Gibt auch sehr coole Farbkontraste und Farbeffekte. Dann braucht ihr Ergänzungsartikel, Kleber, da reicht ein kleiner Kleber, Kantenfarbe, da reicht auch ganz wenig, weil man ganz wenig Kantenfarbe nur einmal rundherum verarbeiten muss. Dann Basecoat, auch hier reicht ganz wenig und Garn, 5 Meter Garn sollten da ausreichen. Dann braucht ihr einen Reißverschluss. Hier ist der in genau der richtigen Länge schon abgestimmt. Also der hat hier jetzt 11 cm in der Länge. Von Anfangsstopper bis Endstopper und dann hat er nochmal 2 cm vorne und hinten Überstand vom Nylon und in der Breite ist das Nylon hier 2,6 cm breit und die Metallzähnchen sind 4,5 bis 5 mm breit. Also ein relativ kleiner filigraner Reißverschluss. Muss aber nicht mini sein, also der darf schon auch ein bisschen was hermachen und der passt jetzt für dieses Projekt super. Ihr könnt auch einen Endlos-Reißverschluss verwenden oder einen längeren Reißverschluss und den kürzen, das funktioniert auch, aber am einfachsten ist es natürlich, wenn der schon in der richtigen Größe vorbereitet ist. Dann braucht ihr diverseste Werkzeuge, weil wir wirklich dieses Projekt von Anfang bis Ende komplett mit unseren eigenen Händen machen. Also starten wir mal mit dem Zuschnitt. Wir brauchen ein Cuttermesser, wir brauchen ein Metalllineal und wir brauchen eine Schneidematte. Die nehme ich jetzt hier nicht in die Kamera, weil da liegt mein ganzes Zeug drauf. Aber das braucht ihr für den Zuschnitt. Zusätzlich natürlich dann euer Schnittmuster, was ihr auf den Karton geklebt habt. Dann brauchen wir zum Kleben einmal den Kleber, habe ich gerade schon gesagt, dann einen Kleberspatel oder einen Pinsel, wobei es mit Kleberspatel etwas akkurater wird. Also würde ich empfehlen. Und ich habe immer noch so ein kleines Plexiglasstück, wo ich den Kleber ein bisschen drauf auskippen kann, dass ich mit dem Kleberspatel dann da so reintunken kann, wie mit so einer Palette, wo ich den Kleber von wegnehmen kann. Dann brauchen wir zum Pricken, also um die Löcher ins Leder zu bringen, einen Gummihammer, womit man dann die Prickeisen ins Leder schlagen kann. Dann brauchst du zum Pricken auch immer eine Ahle, würde ich einfach empfehlen, dass man die immer zur Hand hat. Ist sowieso was man für jedes Projekt braucht. Und natürlich vorher noch den Creaser und irgendwas, um Hitze auf den Creaser zu bringen, um überhaupt erstmal die Nahtlinie bzw. die Crease-Line zu machen und dann eine Orientierung für die Nahtlinie zu haben. Und dann am Ende natürlich auch nähen wollen wir dieses Kartenetui. 2 Sattlernadeln, ein paar Clips oder Nähkloben, um das Ganze festzuhalten und das Garn habe ich ja schon gesagt. So viel zu den Materialien. Wenn ihr euch das alles bereitgelegt habt, dann könnt ihr mit dem ersten Schritt starten. Und ich sage euch jetzt einmal grundsätzlich die Vorgehensweise, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, wie wir jetzt gleich weitermachen werden. Und dann starten wir ins Detail rein mit den ganzen verschiedenen Schritten. Grundsätzlich muss ich jetzt einmal ablesen, sodass ich wirklich jetzt keinen Schritt vergesse. Schon mal so viel als Info, wir wechseln relativ viel zwischen den einzelnen Disziplinen, nenne ich es jetzt mal. Das führt aber dazu, dass ihr am Ende ein sehr tolles Ergebnis erzielt und dass ihr auch als Anfänger so ein Projekt, was eigentlich eher herausfordernder ist, trotzdem meistern könnt. Das heißt, es würde wahrscheinlich auch schneller oder einfacher oder mit weniger Wechsel irgendwie anders gehen, aber wir haben das bewusst so strukturiert, dass wir wirklich sicher gehen können, dass ihr auch an den tricky Stellen wirklich ein tolles Ergebnis erzielt. Auch wenn es manchmal ein bisschen der Umweg ist, aber es lohnt sich am Ende.
Insofern würde ich euch empfehlen, dieser Vorgehensweise zu folgen. Einfach wirklich diesem Video oder der Anleitung so zu folgen, dass ihr das Schritt für Schritt abarbeitet und immer nur wirklich den Schritt zu machen, den wir euch auch erklären. So, also wir starten zuerst mit dem Zuschnitt. Also wenn wir diese Teile verklebt haben und die Schablonen ausgeschnitten haben, dann wird aus dem Leder erstmal alles ausgeschnitten. Da arbeiten wir mit Brutto- und Nettozuschnitt, erkläre ich dann gleich, wie genau das funktioniert. Und dann wird als nächstes die Kante von manchen Teilen bearbeitet, weil wir die dann verkleben und vernähen und dann nicht mehr so gut rankommen. Es ist ein bisschen umständlicher, aber es macht total Sinn. Dann wird das erst einmal geprickt und natürlich gecreased, also erst gecreased und dann rundherum geprickt, aber nicht alle Teile, denn dann wird erst ein Teil genäht und dann wird nochmal zugeschnitten und gecreased und geprickt. Wie gesagt, es ist ein bisschen umständlich, aber es macht Sinn. Ihr werdet dann gleich im Prozess merken, warum das zu einem saubereren und akkurateren Ergebnis führt. Wenn wir dann irgendwann alles geprickt, gecreased, geklebt haben, dann können wir ans Nähen gehen. Also einmal die Naht rundherum bei dem Kartenetui und dann auch zur finalen Kantenverarbeitung. Und dann haben wir unser fertiges Etui. Und ohne jetzt noch weiter ganz viel zu erzählen, wie es in der Theorie aussieht, würde ich sagen, legen wir los. Jetzt in den finalen Zügen das ausgedruckte A4-Template einmal auf meinen Verstärkungskarton zu kleben. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, nicht so zu machen wie ich, ist, dass ihr, wenn ihr einmal das draufgeklebt habt, kurz wartet, bis der Kleber wirklich getrocknet ist, sodass ihr hier nicht dann beim Zuschnitt, also bevor ihr dann weiter ausschneidet sozusagen warten, dass ihr da einfach nicht beim Zuschnitt das Papier mit abreißt, weil das so weich ist und einfach noch nicht genug Widerstand aushalten kann von der Cutterklinge. Insofern würde ich euch empfehlen, wie gesagt, kurz zu warten und dann einmal alle Teile auszuschneiden. Man hat es wahrscheinlich jetzt auch in der Geschwindigkeit nicht so gut gesehen, aber wenn ich hier so Ecken ausschneiden muss, dann schneide ich immer von der Ecke nach außen, also einmal so und dann kriege ich auch die Ecken schön akkurat ausgeschnitten. So, das gleiche kann ich jetzt hier nochmal zeigen bei dem finalen Stück, was ich ausschneiden muss. Das ist nämlich das Kartenetui bzw. das Fach im Kartenetui für den Reißverschluss. Da lege ich auch einmal mein Lineal an, dann einmal, wie gesagt, hier in der Ecke genau ansetzen und ich schneide hier wirklich nur bis irgendwo in die Mitte und nicht bis ganz ans Ende. Und treffe mich dann lieber gleich von der anderen Seite. So, jetzt setze ich noch einmal den parallelen Schnitt. Ich drücke dabei natürlich auch immer schön das Lineal nach unten. Also das ist hier, was wir jetzt gerade machen, auch eine super Übung, um dann gleich das Leder zu schneiden. So, auch hier einmal nicht bis ganz nach hinten schneiden, sondern in der Ecke ansetzen und Richtung Mitte schneiden. Und jetzt drehe ich das Ganze rum und schneide nochmal von der Seite. Wieder in der Ecke ansetzen und jetzt muss ich natürlich nicht viel schneiden, weil ich hier ja schon durch bin. Man sieht das hier jetzt sicher auch. Das wird dann einfach ein ganz akkurates und sauberes Ergebnis. Man kann das, wenn man möchte, auch Freihand machen, also jeder so, wie er sich sicher fühlt. Bei so kleinen Schnitten finde ich es manchmal Freihand einfacher. So. Jetzt setze ich noch meine zwei letzten Schnitte wieder aus der Ecke in die Mitte. Und der letzte. Auch hier ist der Kleber noch nicht richtig getrocknet, weshalb ich jetzt hier tatsächlich so ein bisschen das Papiertemplate verletze, ist aber nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass dieser stärkere Karton super als Schablone dient. So, das war jetzt einmal das Ausschneiden von den Templates und Vorbereitungen sozusagen. Und jetzt starten wir mit dem
Jetzt geht es an den Lederzuschnitt und da ist es einmal wichtig, ein Konzept von Brutto- und Netto-Schnittmuster gut zu verstehen. Und zwar haben wir manche Teile, die werden direkt netto ausgeschnitten, wie zum Beispiel dieses Teil A, also die eine Seite vom Kartenetui. Und dann haben wir manche Teile, die werden erstmal nur brutto zugeschnitten. Das heißt, das ist das, was man hier sieht als die schraffierten Flächen. Das ist sozusagen der Bruttozuschnitt. Die werden später nochmal weggeschnitten, dass man dann auf den Nettozuschnitt kommt. Das heißt, im ersten Schritt schneiden wir Teil A netto aus und Teil B, C und D brutto, beziehungsweise teilweise brutto. Also wir haben hier auch manche Stellen, die werden direkt netto ausgeschnitten. Aber einfach so, wie es im Template abgebildet ist, macht auf jeden Fall am meisten Sinn. So, ich starte jetzt mal mit dem ersten Teil. Und dann können wir auch hier gleich nochmal vorspulen. Denn die Vorgehensweise ist natürlich immer die gleiche. Wir legen unser Schnittmuster auf. Ich nehme mir zusätzlich noch das Lineal zur Hilfe, weil ich das einfach besser finde, wenn man mit dem Lineal nochmal alles nach unten drücken kann und weil ich das Cuttermesser einfach lieber an einem Metalllineal entlang führe. Beim Schnittmuster, selbst wenn man es auf dicken Karton hat, läuft man schon Gefahr, da auch reinzuschneiden. Also so würde ich es empfehlen. Und dann wirklich ganz wichtig, hier einmal oben und unten und wenn ihr noch längere Strecken hättet, dann auch in der Mitte das Lineal schön runterdrücken, dass das Leder schön runtergedrückt wird und dann schneiden. Natürlich auch hier immer eine scharfe Klinge verwenden. Ich habe hier eine scharfe Klinge, ich habe die gerade erst abgebrochen. So, das Leder ist so schön dünn, dass ich da wirklich in einem Zug durchkomme. Dann drehe ich mir das Ganze mal um. Man hätte sich das Leder natürlich auch noch ein bisschen teilen können. Dann müsste man nicht mit so einem langen Stück arbeiten. Das könnt ihr machen, wie es für euch einfacher ist. Und auch hier gelten die normalen Regeln vom Lederschneiden. Immer in die für euch komfortable Schneidrichtung arbeiten. Also in meinem Fall ist das von links oben nach rechts unten, weil ich Rechtshänderin bin. So, jetzt habe ich die zwei langen Geraden geschnitten. Jetzt lege ich mein Template nochmal an und schneide noch die zwei kurzen Geraden. Nehmt euch hier wirklich viel Zeit und Ruhe. Idealerweise nichts anderes dabei machen, also nicht zum Beispiel ein Videotutorial dabei drehen oder so, sondern wirklich auf die Sachen hier konzentrieren. Wir arbeiten hier jetzt zwar gerade mit einem Bruttozuschnitt, das heißt, wir haben auch noch 4 mm Spiel, aber es gibt ja auch manche Stellen, wo wir direkt netto schneiden und deswegen ist es schon wirklich wichtig, dass ihr da jetzt akkurat arbeitet. Weil das ist am Ende das, was man gerade bei Kleinlederwaren, wie zum Beispiel so einem Kartenetui, ganz stark sieht, wenn hier nicht akkurat gearbeitet wurde. Weil an diesen Schnittkanten orientiert sich alles. Da orientiert sich die Creaseline dran, da orientiert sich die Naht dran. Man sieht es bei der Kantenbearbeitung, wenn die Teile unterschiedlich zugeschnitten sind und so weiter. Insofern ist es wirklich wichtig, dass ihr hier sauber arbeitet. Wir spulen das Ganze jetzt einmal vor. Ich schneide jetzt noch die anderen Teile zu. Auch das Teil A ist wieder das gleiche wie gerade schon beim Ausschneiden vom Schnittmuster, dass wir da bei diesem inneren Ausschnitt fürs Reißverschlussfach dann von den Ecken in die Mitte schneiden. Und insofern würde ich jetzt sagen, erstmal alle Teile zuschneiden. Ich habe jetzt hier gerade noch das Innenfach ausgeschnitten und ihr könnt natürlich auch irgendwann das Template runternehmen, wenn noch so kleine Ecken irgendwo fehlen. Das sieht man dann manchmal leichter, wenn man das zur Seite legt und dann einfach nur noch das Leder vor sich hat. Man kann immer das Lineal zur Hilfe nehmen, man kann es nur teilweise zur Hilfe nehmen. Also ich habe jetzt teilweise auch lieber Freihand geschnitten ohne Lineal. Das ist wirklich Geschmackssache und das kann man auch ruhig mal ausprobieren. Und dann hat man am Ende wirklich auch gute Ergebnisse, wenn man einfach für sich so die Vorgehensweise gefunden hat, mit der man am besten klarkommt. Wir haben hier jetzt die verschiedenen Teile zugeschnitten und jetzt geht es weiter mit dem Creasen und dem Pricken von Teil A, also von dem Teil, wo dann auch der Reißverschluss eingenäht wird. Das Teil haben wir ja direkt netto zugeschnitten und jetzt wird einmal hier das Kartenetui bzw. das Reißverschlussfach gecreased und auch einmal hier rundrum gecreased und zugeschnitten. Vorher lege ich jetzt wirklich nochmal ganz genau meine Schablone hier drauf und beuge mich da wirklich drüber und runter, dass ich genau sehe, ob ich das ordentlich akkurat zugeschnitten habe. Mir kommt es nämlich
minimal schief vor, aber es kann auch sein, dass es einfach nur eine individuelle Wahrnehmung ist. Hier, das kann man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht sehen, vor allem nachdem ich meinen Kopf hier jetzt so reinbeuge, haben wir einen, ich würde sagen, das ist ein halber Millimeter, wo das Leder an der Kante noch so ein bisschen übersteht. Jetzt sieht man es wahrscheinlich in der Kamera. Also das ist das Stück, was ich hier jetzt gerade abgeschnitten habe. Das ist minimal. Aber beim Nettozuschnitt ist es schon wirklich wichtig. Ich kann es auch nicht schön reden. Es ist einfach, wie es ist. Man muss da schon wirklich super akkurat arbeiten. Und so kleine Ecken, die übertragen sich dann natürlich auch auf die anderen Teile, wenn man die nicht ordentlich zuschneidet. Und deswegen würde ich da schon nochmal überall nachgehen und kontrollieren. Sonst sieht es aber für mich gut aus. Da habe ich so eine kleine Stelle, wo ich nicht ganz durch war. So, auch hier habe ich nochmal nachgeschnitten. Und jetzt passt das aber für mich. Besser wird es nicht mehr. Am Ende muss man natürlich auch sagen, macht euch da, klar, achtet drauf, akkurat zu arbeiten, aber macht euch nicht zu viel Stress, weil Übung macht den Meister. Mit der Zeit und mit der Routine wird man da auch immer akkurater. Das Wichtigste ist einfach nur, sich bei sowas Zeit zu nehmen. Jetzt wird gecreased. Dazu muss ich jetzt einmal hier mein ganzes Zeug auf meine Gegenstandsplatte bzw. auf meine Prickunterlage packen, denn wir wollen nicht auf dieser Schneideunterlage creasen, sondern, das wird hier einmal aufgeräumt, auf einer Unterlage, die dafür ja ein bisschen besser geeignet ist. Das brauche ich nicht mehr. Und jetzt creasen wir Teil A. Wichtig ist, dass wir uns hier auf jeden Fall ein Stück Leder vom Rest noch zur Hilfe nehmen und erstmal die Einstellung, also die Hitzeeinstellung für den Creaser testen. Das heißt, ich nehme hier jetzt wieder mein, ich will schon immer sagen Bunsenbrenner, mein Flambiergerät. Der Creaser ist jetzt komplett kalt und jetzt zähle ich einmal mit, wie viele Sekunden ich dieses Teil sozusagen erhitze. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 Sekunden. Ist so heiß, dass man es gerade so berühren kann, aber sollte man jetzt nicht länger anfassen. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob das von der Hitzeeinstellung her gut passt. Ich gehe so ein bisschen hin und zurück am Anfang, dass ich so ein bisschen den Anfang finde. Und dann crease ich vor allem mit der Mitte vom Creaser, also mit der Mitte dieser Rundung. Ja, und ich würde sagen, das passt auf jeden Fall. Also wir haben eine schöne definierte Crease-Line, aber die ist nicht zu extrem, zu auffällig und ganz wichtig, wir verletzen das Leder nicht. Insofern können wir uns ans Creasen des ersten richtigen Teiles machen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich erhitze nochmal ganz, ganz kurz, aber der Creaser ist auch immer noch ziemlich heiß, also da muss jetzt nicht mehr viel nachkommen. So, wir creasen jetzt erstmal die Außenseiten, die sind nämlich super einfach zu creasen. Wir können jetzt entweder die gesamte Strecke creasen oder so, ja, 2,5 mm, also die Einstellung, die auch dieser Creaser hat, innerhalb der Ecke anfangen. Das ist das, was ich jetzt mache, weil ich es einfach schöner finde. Das heißt, ich setze mit dem Haken oder mit dem Heel hier unten so ein bisschen an und roll dann so ein bisschen ab. Jetzt muss man sich natürlich wirklich gut konzentrieren, denn jetzt wollen wir wirklich ein ganz tolles, akkurates Ergebnis erzielen. So, Creaseline Nummer 1 von 8 ist geschafft. Weiter geht's mit der nächsten Creaseline. Auch hier dann wieder 2,5 mm Pi mal Augenmaß ansetzen. Ich mache hier wirklich Stück für Stück, weil ich habe jetzt keine Lust hier abzurutschen. So, auch hier würde ich sagen, das passt. Die Creaseline ist jetzt nicht so auffällig. Sie reicht auf jeden Fall, um eine Nahtlinie gleich als Orientierung, also um die Creaseline als Orientierung zu nehmen, um dann die Nahtlinie zu pricken. Aber sie ist jetzt nicht extremst auffällig.
Muss sie aber auch nicht sein. Ich gehe hier jetzt ehrlich gesagt lieber ein bisschen auf Nummer sicher und mache sie nicht zu auffällig und crease auch nicht 10-mal diese Linie entlang. So, Crease-Line Nummer 3 haben wir geschafft. Ich gucke jetzt nochmal, dass ich hier meine Ecke schön hinbekomme. Das gleiche schaue ich hier. Das passt auch. Letzte Außen-Crease-Line. Übrigens sieht die Crease-Line auch immer stärker definiert oder weniger stark definiert aus, je nach Leder. Also bei einem Ziegenleder zum Beispiel, vor allem bei einem Glattleder, was jetzt hier keine so Struktur hat wie dieses Kaviarleder, da würde man die Crease-Line sicher noch mal stärker und intensiver sehen. So. Auch hier geschafft. Da schaue ich nochmal, dass die Ecke schön passt. Hier war ich an einer Stelle versucht, ein bisschen reinzurutschen. Man sieht es ganz minimal. Aber dadurch, dass ich langsam gearbeitet habe, konnte ich das noch retten. So, und jetzt kommt die Crease-Line für dieses Reißverschlussfach. Ich mache nochmal ein bisschen heißer. Das Leder verträgt tatsächlich ein bisschen mehr Hitze. Okay, jetzt müsste ich eigentlich mit dieser inneren Ecke von der Hacke außerhalb weiter vorne ansetzen. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, ihr werdet es gleich merken, dass dann da irgendwie 2,5 mm fehlen. Ich crease mal kurz und dann sieht man es gleich. Idealerweise würdet ihr euch beim Creasen auch mehr über euer Werkstück drüber lehnen, sodass ihr wirklich da schön so drauf arbeiten könnt. Ich mache das jetzt nicht, weil dann ist die Kameraeinstellung von oben ruiniert. Und das ist ja die wichtige, in der man auch besonders viel sehen kann. Aber grundsätzlich würde ich euch das schon empfehlen. So, jetzt haben wir hier die Seiten. Da crease ich wirklich nur mit der Hake. Ich habe noch immer kein richtiges Wort gefunden für dieses untere Teil hier, mit dem Heel auf Englisch gesagt. So, und dann, da darf noch mal ein bisschen Hitze. So. Was ich meine, sieht man jetzt hier ganz gut. Wir haben hier jetzt Ecken, die sind nicht gecreased. Also da gibt es jetzt auch kein richtig und kein falsch, wie man damit umgeht. Ich würde empfehlen, dass man da in dem Fall jetzt wirklich schon bis zum Ende creased. Das heißt in dem Fall auch, dass da unten, sieht man jetzt auch hier so ein bisschen, schon eine Crease-Line auch gemacht wird, weil dieses innere Stück vom Creaser dann natürlich das Leder berührt. Also da könnt ihr natürlich für euch entscheiden, wie ihr es am besten machen wollt, aber ich würde tatsächlich empfehlen, da dann wirklich bis zum Ende zu creasen und das mache ich jetzt nochmal kurz zum Schluss. Das heißt, wir haben da dann schon so eine Überkreuzung. Ich finde das aber nicht schlimm, solange die akkurat gemacht ist. Oh, es ist echt schwer, wenn man sich nicht über dieses Werkstück drüber beugen darf. Also ich würde es euch unbedingt empfehlen, das zu machen. Ich muss jetzt hier auch mal kurz. Wir reden halt hier jetzt auch von 2,5 mm, die man genau treffen muss. Aber ich würde sagen, so passt das ziemlich gut. Also ich bin damit zufrieden. Ich bin ja auch noch Anfängerin im Creasen, also so tatsächlich mega häufig habe ich auch gar nicht gecreased. Und insofern muss man sich natürlich auch so ein bisschen, ja, einfach schauen, wie man mit der Routine klarkommt und wie es dann immer besser wird, je häufiger man creased. Das war das Creasen. Jetzt wird geprickt.
Beim Pricken ist es jetzt auch wieder wichtig, super akkurat zu arbeiten, aber wir arbeiten uns auch hier Stück für Stück vor, eine Linie nach der anderen und dann sollte das kein Problem sein. Ganz wichtig, dieses Schnittmuster ist angelegt auf das Prickeisen mit der 3,85er Einstellung. Das heißt, dafür passt dieses Schnittmuster perfekt. Wenn ihr andere Prickeisen habt, müsst ihr das entsprechend anpassen. Also am besten werdet ihr dann irgendwie ein paar Millimeter kleiner oder größer oder so. Müsst ihr schauen, wie es passt und das austüfteln. Oder ihr müsst am Ende wirklich nochmal, wenn dann irgendwie so 2 Millimeter übrig sind bis zum nächsten Loch, das letzte Loch mit der Ahle stechen. Wir pricken jetzt erstmal die innere Seite und da machen wir jetzt eine Ausnahme. Ich sage ja eigentlich immer, die Pricklinie, also die Nahtlinie, sollte minimal innerhalb der Creaseline liegen, also gerade so die Creaseline nicht berühren. Beim Reißverschlussfach machen wir eine Ausnahme, weil hier oben in dieser Ecke ist es so eng, wenn wir da jetzt noch zusätzliche Abstände und so weiter einkalkulieren würden, dann wird es irgendwie ziemlich wuchtig und das wollen wir natürlich bei so einem kleinen Kartenetui nicht. Deswegen machen wir es jetzt in dem Fall wirklich so, dass das Prickeisen genau auf der Creaseline liegt. Ganz zufälligerweise hat hier jemand die Höhe dieses Faches auch genau auf dieses Prickeisen abgestimmt, sodass man jetzt genau mit dem 6er Prickeisen 6 schöne Löcher setzen kann, die dann genau bündig mit der horizontalen Linie abschließen. Also jetzt wird geprickt, Hammer, einmal schlagen, Luft holen, gerade positionieren und weiter pricken. Luft holen, gerade positionieren und weiter pricken. Das stelle ich mal zur Seite, bevor es mir in die Kamera fällt. Und ich bin schon durch. Ja, muss man natürlich immer erst, gerade wenn man dann auch ein neues Leder verwendet, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Das gleiche jetzt einmal auf der anderen Seite. Auch hier bin ich durch. Okay, und jetzt kann ich die geraden pricken. Ich gehe mit dem einen äußeren Loch, mit der einen äußeren Lochpfeife in das letzte Loch und setze dann die horizontale Linie. Und jetzt ist es einfach nur eine Sache davon, schön gerade die Linie weiter zu pricken. Jetzt komme ich an den letzten Stich und was ein Träumchen, die Löcher schließen genau ab. Genau so soll es sein. Ich drehe es mal um, dass man es hier besser sehen kann. Also diese Löcher schließen hier genau ab. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, weil ihr das Prickeisen ein bisschen gezogen habt oder ein bisschen gedrückt habt, dann würde ich euch empfehlen, lieber ein Loch mehr zu überlappen, also 2 Löcher zu überlappen und dann den letzten Abstand den Abstand sein zu lassen. Ob das jetzt ein halber Millimeter mehr oder weniger ist, wird man ehrlich gesagt auch nicht erkennen. Also ihr müsst auch nicht jetzt ins erste und ins letzte Loch reintreffen. Selbst bei mir, wenn man ganz genau hinkommt, guckt, würde man es nicht ganz genau treffen. Also wir reden hier gerade von einem Zehntel Millimeter Unterschied irgendwie. Also da würde ich dann wirklich einfach 2 Löcher überlappen oder man könnte jetzt auch mit 4er Prickeisen hier den letzten Schlag mittig setzen. Beides funktioniert. Vielleicht mache ich einfach das. Beides, wie gesagt, vollkommen legitime Herangehensweisen. So. Und das sieht perfekt aus, würde ich sagen. Dann geht es weiter hier mit der unteren Reihe. Das machen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Diese Linie ist schon mal geprägt. Also eine haben wir schon mal.
dann würde ich sagen, pricken wir jetzt auch direkt noch die nächste. Und zwar ist das einmal die komplette Außenkontur. Und hier pricken wir wirklich innerhalb der Creaseline. Also ich mache mal einen Schlag, um das zu zeigen. Dafür beuge ich mich jetzt wirklich nochmal über das Lederstück drüber. Also mein Kopf wird hier jetzt relativ viel verdecken, zumindest in der Ansicht von oben. Aber ich will hier wirklich ganz akkurat positionieren. Was man übrigens auch machen kann, ist, dass man mit der Ahle das erste Loch innerhalb der Ecke setzt, dass das ganz ordentlich wird. Theoretisch könntet ihr natürlich auch das Template hier drauflegen, dann würdet ihr auch sehen, wo die Löcher reinkommen. Ich würde nur, ehrlich gesagt, eher mich jetzt an der Creaseline orientieren, falls man die doch ein bisschen anders gesetzt hat oder so oder einen anderen Creaser hat oder so. Aber so passt das. Also ich habe mir jetzt mit der Ahle das erste Loch gesetzt. Es wird natürlich jetzt nochmal nachgeprägt. Und schaue jetzt wirklich, dass ich hier genau innerhalb der Creaseline bin. Luft holen. Und hinein damit. So. Und jetzt sieht man das wirklich auch ganz schön. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Die Außenkontur vom Loch, von der Lochpfeife, schließt genau mit der Creaseline ab. Genau so soll es sein. Jetzt gibt es nur noch eine kleine Herausforderung. Das bitte konsistent genau so durchziehen und einhalten. Wir spulen hier jetzt einmal vor, machen jetzt hier einmal den Turbo rein. Sieht bestimmt gleich richtig witzig aus. Und dann sind wir schon fertig mit dem ersten Teil vom Pricken. So, hier kann man jetzt sehen, dass ich an eine Ecke komme, wo ich jetzt schauen muss, dass die Pricklöcher alle aufeinandertreffen. Und tatsächlich habe ich hier jetzt die Situation, vor allem hier sieht man es, glaube ich, ganz gut, dass ich hier nicht ganz so akkurat geprickt habe. Also hier ist der Abstand von dem Loch zur Creaseline schon deutlich größer als zum Beispiel hier. Das heißt, ich habe hier natürlich ein bisschen mehr Strecke gebraucht, weil ich ein bisschen mehr nach innen gerutscht bin. Und entsprechend, wenn ich jetzt hier mein Prickeisen anlege, bin ich auch nicht, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, ganz in der Ecke, wo ich eigentlich sein wollte. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man das nochmal macht, aber wie gesagt, Übung macht den Meister und es sind wirklich Kleinigkeiten, die man am Ende bei einem fertigen Stück nur sieht, wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Ich würde da an euch appellieren und sagen, einfach wirklich auch ein paar Teile fertigstellen. Das trägt auch zum Erfolgserlebnis bei, ehrlich gesagt. Und dann bei sowas eher so eine andere Lösung finden, wie nochmal alles neu zu machen. Aber jeder hat unterschiedliche Level von Perfektionismus. Insofern müsst ihr da für euch entscheiden, was mehr Sinn macht. Ich würde mir jetzt, um mir hier zu behelfen, wirklich schauen, dass ich mit dem Teil ja ein bisschen, also ich müsste hier jetzt noch 3 Nahtlöcher pricken und ich würde mir schon mit der Ahle das letzte also das Eckprickloch sozusagen stechen, dass das schön akkurat ist, weil ich finde, auf so eine Ecke guckt man vielleicht ein bisschen mehr wie jetzt auf so eine lange Gerade und würde dann mit dem Zweierprickeisen arbeiten. Das heißt, ich steche jetzt hier ein, arbeite mit dem Zweier und arbeite mich da Stück für Stück vor mit den Löchern. So, und hier habe ich natürlich jetzt eine Stelle, wo ich gucken muss, mache ich jetzt auf diese Strecke noch 2 Löcher oder mache ich nur noch ein Loch. Für mich wäre es jetzt ästhetischer, nur ein Loch zu machen. Und das kann ich jetzt natürlich nicht mit dem Zweierprickeisen machen, weil das wäre dann nicht mittig. Oder ich kann es mit dem Zweierprickeisen machen und dann ein bisschen mehr Abstand an einer Stelle haben. Das kann man machen, wie man möchte. Man könnte es jetzt aber hier auch einfach mittig mit der Ahle stechen. Beides ist erlaubt. Fakt ist, irgendwo ist es nicht ganz mittig. Und das wird einfach so sein. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch wieder ein halber Millimeter. Ob das Auge wirklich erkennt, sei mal dahingestellt. Ich habe es jetzt nur gemerkt bei mir beim Pricken, das ist wirklich passiert durch diese kleine Abweichung hier an dieser Stelle und das zieht dann eben andere Sachen mit sich und dann muss man damit einfach umgehen.
Hier habe ich jetzt auch wieder die Stelle, dass ich nicht ganz genau drauf passe, aber ich, ehrlich gesagt, drücke mir das Leder jetzt so ein bisschen da rein. Also ich stauche das Leder jetzt minimal, dass ich auf die Strecke komme und dann fällt es am Ende auch keinem auf. Außer euch, weil ihr wisst es jetzt natürlich. So. Ich würde mal behaupten, wenn ich es nicht jetzt hier explizit so aufgebauscht hätte und erwähnt hätte, würde es gar nicht auffallen. Aber trotzdem will ich es euch zeigen, dass ihr einfach für euch seht, was diese kleinen Feinheiten für Unterschiede machen. Dieses Teil ist jetzt geprägt. Jetzt werden noch Teil B und C geprägt. Die werden nämlich danach direkt aneinander genäht. Und dann haben wir alle Teile bereit für die Kantenbearbeitung. In diesem speziellen Fall creasen wir nicht vorm Pricken und wir pricken direkt durch das Template durch. Das ist jetzt in dem speziellen Fall ein bisschen besonders, weil die Nahtlinie einen deutlich anderen Abstand von der Außenkante hat, also auch einen anderen Abstand von der Creaseline hätte. Die würde uns da in dem Fall nichts helfen. Die ist sowieso verdeckt, von daher ist es sowieso irrelevant. Also man muss da nicht creasen oder es gibt keinen Grund da zu creasen, aber es macht jetzt einfach hier Sinn, direkt mit dem Prickeisen durch das Template und dann auch durch das Leder zu pricken. Wichtig ist nur, dass man jetzt schaut, dass sich dieses Template nicht verrutscht, weil das ist natürlich jetzt hier relativ wackelig drauf. Also ihr könnt euch das entweder sonst nochmal mit einem Klebeband festkleben oder wenn ihr ein Leder habt, was gefinisht ist, also so wie das Leder jetzt von uns, theoretisch auch mit einem kleinen Klebertupfen das Template auf dem Leder festkleben, weil man danach den Kleber wieder abrubbeln kann. Ich versuche es jetzt hier mal ohne und hoffe, dass ich nicht allzu sehr verrutsche. So. Immer mal zwischendrin schauen, ob das Template wirklich noch richtig drauf ist. Und dann mit Gewalt. Muss man jetzt ein bisschen mehr hämmern, weil wir natürlich jetzt auch noch durch den dicken Karton durchpricken müssen. Einmal noch. Oder dreimal. So, jetzt sind wir hier aber durch. Und weiter geht's mit der nächsten Nahtlinie. Wenn ihr euch jetzt da mit dem Pricken unsicher seid, könnt ihr theoretisch auch mit der Ahle die paar Löcher durchstechen. So, auch da sind wir durch. Wenn man einmal den Anfang gefunden hat, ist es auch ziemlich leicht, weil das die erste Lochzange ja dann automatisch schon den Weg sozusagen vorgibt. So. Und jetzt muss ich 2 überlappen, dass ich da am Ende auf die richtige Linie komme. Ich habe auch hier, wenn man genau schaut, einen ganz, ganz leichten Versatz drin. Also ganz, ganz akkurat war es jetzt gerade auch gar nicht. Aber das Gute ist ja, wir haben einen Brutto- und einen Netto-Zuschnitt und in dem Fall das Brutto zugeschnitten, zumindest an den Seiten, sodass wir auch noch ein bisschen hin und her rutschen können. So, das war jetzt einmal Teil C. Jetzt attackieren wir noch hier Teil B und dann haben wir es geschafft. Okay, ich merke gerade, dass mein Hammer lose wird. Den muss man manchmal ein bisschen festdrehen. So. Jetzt haben wir schon mal den ersten großen Teil geprägt. Also Teil B sind geprägt, Teil C sind geprägt und Teil A ist geprägt. Einmal das Reißverschlussfach und einmal die Außenkontur. Im nächsten Schritt werden jetzt die Kanten bearbeitet. Und zwar einmal die Kanten von dieser inneren Kante, also vom Reißverschlussfach. Und dann einmal, und jetzt muss ich genau nachdenken, dass ich nichts Falsches sage, die Kanten von Teil C, die Oberkante hier, und die Oberkante von Teil D. Ich erkläre auch einmal warum.
Diese 3 Teile kommen gleich so aneinander. Teil C kommt über Teil B und Teil D kommt über Teil C und ergeben dann diese Karten-Eingreiffächer. Also hier kommt dann unsere Karte rein jeweils. Oder 2 Karten, also 2 Kartenfächer haben wir dann am Ende. Das heißt, die Oberkanten von Teil D und von Teil C müssen jetzt noch gecreased und bearbeitet werden. Das machen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das Creasen funktioniert und auch wie die Kantenbearbeitung funktioniert. Und dann geht es weiter mit der ersten Naht. Die Kantenfarbe ist getrocknet und jetzt geht es das erste Mal ans Nähen. Und zwar 2 Nähte, die wir jetzt machen dürfen. Einmal haben wir hier Teil C und hier haben wir Teil B. Und jetzt muss ich gerade gucken, wie rum, Teil C wird auf Teil B drauf genäht. Also das wird jetzt so aneinander gelegt, dass wir hier an der Oberkante bündig mit der Unterkante von dieser ausgeschnittenen Ecke abschließen. Und das müsste eigentlich genau passen, dass wir hier, ich schaue gerade mal mit der Nadel, dann genau das Loch von der Rückseite treffen. Wenn ihr akkurat geprickt habt und ich meine Templates akkurat angelegt habe. Aber das sieht gut aus. Also genau so sollte es sein. Diese Naht wird jetzt einmal genäht, also ganz klassische Sattlernaht. Und dann auch noch wird der Reißverschluss im Reißverschlussfach eingenäht. Da zeige ich euch jetzt einmal, wie wir den vorher kleben. Da nehmen wir nämlich Stylefix zur Hilfe und bereiten einmal den Reißverschluss so vor. Der wird, wie gesagt, hier eingeklebt. Ich zeige es mal von der Rückseite. Der liegt genauso hier drin. Von der Vorderseite sieht das dann so aus. Der schließt genau hier der Stopper mit der Kante ab und hier der Anfang schließt auch genau mit der Kante ab. Und dann natürlich von der Vertikale her mittig ausrichten. Im Reißverschluss Nylon sind ja auch immer so Webrichtungen, da kann man sich dann ganz gut orientieren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn wir das jetzt von der Rückseite uns mal anschauen, dass wir das Nylon noch ein bisschen kürzen müssen. Also hier geht es natürlich über die Kante hinaus und hier auch und das möchten wir logischerweise nicht. Das heißt, wir kürzen jetzt, ich verschiebe den mal ein Stück nach unten, dass man es besser sehen kann. Wir kürzen jetzt so, dass wir ungefähr hier zwischen den 2 geprickten Linien aufhören. Also nochmal so um 1 cm, 1,2 cm. Würde ich da einfach über Augenmaß gehen, ehrlich gesagt. Ich kürze den Reißverschluss einfach mit einer Schere. Das ist jetzt eine Papierschere. Ich würde euch eine Leder- oder Stoffschere empfehlen. Aber das kriegt sie jetzt hin. So, also einfach abschneiden. Kann man auch noch mal kontrollieren, ob das jetzt hier, wenn das hier ordentlich drin liegt mit dem Stopper, dann enden wir hier jetzt genau innerhalb der Nahtlinie. Jetzt nehme ich nochmal hier, man kann natürlich auch ein Stabfeuerzeug oder so nehmen. Ich nehme jetzt hier nochmal mein, ich wollte schon wieder Bunsenbrenner sagen, wie heißt Vivi? Die Vivi weiß es auch nicht. Also, der Gerät, wir nehmen das jetzt und flammen einmal kurz den Reißverschluss ab, ohne die ganze Bude abzufackeln. Flambierer heißt es. Also, einmal Reißverschluss abgefackelt, dass das Nylon schmilzt und so versäubert ist. Das gleiche jetzt nochmal hier an der Seite, also auch da halte ich nochmal hin. Ja. Dann wieder mit der Papierschere. Wir sind halt richtig professionell unterwegs. So. Da kommt die Flamme. So. Hier noch einmal drüber. Ups. Wir wollen schon noch ein bisschen was überstehen lassen, dass wir das dann gleich mit einnähen können.
Jetzt lege ich den Reißverschluss nochmal richtig hin. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, ob ihr, je nachdem ob ihr Links- oder Rechtshänder seid, den Puller, also den, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, das Teil, an dem man den Reißverschluss aufzieht, ob ihr das nach rechts legt oder nach links legt. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Aber Fakt ist, das hier passt wirklich perfekt da rein. Hoppla. Nochmal neu positionieren. Genau, das passt genau. Und ich mache es andersrum, weil ich bin Rechtshänderin. Also ich drehe es so rum. Aber das, wie gesagt, kann man individuell auf die Person anpassen, die dann dieses Teil benutzen wird. So, und jetzt wird das einmal hier eingeklebt und dann auch eingenäht. Das bedeutet in dem Fall, dass ich mir jetzt einmal Stylefix auf die Außenkante von dem Reißverschluss aufklebe. Einmal hier Stylefix abreißen. Ich öffne mir dazu den Reißverschluss immer so ein bisschen oder sogar ganz und ziehe ihn dann zur Hälfte zu. Und jetzt klebe ich wirklich komplett an der Außenkante, weil mit einer stumpfen Nadel durch Stylefix zu nähen macht gar keinen Spaß. Insofern würde ich wirklich schauen, dass ihr ganz an der Außenkante hier entlang klebt. So, jetzt mache ich hier einmal zu, zumindest halb zu, dass ich hier wieder eine gerade Strecke zum Kleben habe. Und dann so, reiße ich das hier ab. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Falls ihr übrigens Hintergrundgeräusche hört, es wird fleißigst gepackt hier und wir können nicht warten, bis ich hier mein Video fertig gedreht habe. Insofern, solange ihr mich noch gut verstehen könnt, das ist natürlich das Wichtigste. So, auch hier einmal abreißen. Und ich klebe auch, weil ich es einfach hilfreich finde, sogar an diesen zwei kurzen Stellen einen ganz kleinen Aufkleber. Dann ist der Reißverschluss wirklich super in place. Bisschen Friemelarbeit, aber kriegt man hin. Wichtig ist nur, dass man hier wirklich komplett an der Außenkante ist, weil wenn wir jetzt das Teil hier drauflegen, dann wollen wir nicht durch das Stylefix nähen. Das heißt, diese Naht hier, die müsste noch genau innerhalb des Stylefixes sein. Sieht man hier auch gerade so innerhalb, das ist genau das, was wir wollen. Das heißt, hier jetzt nochmal die letzten zwei Mini-Aufkleber. Bisschen friemelig, aber kriegt man hin. 1 und 2, es war ein bisschen zu lang. So. Jetzt muss ich nur noch abfriemeln, das ist immer das Anstrengendste, finde ich. Ich nehme da, kann man super die Ahle zur Hilfe nehmen oder eine Nadel. So. Das gleiche einmal hier. Noch die zwei kleinen Stückchen und dann haben wir es geschafft. Dann müssen wir nur noch den, hoppla, jetzt habe ich das Stylefix mit abgefriemelt, also nochmal aufkleben. Dann müssen wir wirklich nur noch den Reißverschluss positionieren und dann kann er fix eingenäht werden. Und wenn er dann einmal eingenäht ist, dann hält er natürlich auch bombenfest. Dadurch, dass wir kein Futter verarbeiten, ist es aber schon wichtig, dass dieser Reißverschluss an den Kanten sauber abgeflammt wird. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da jetzt nicht irgendwie zu sparen und euch da kurz den Moment zu nehmen und zu schauen, dass da wirklich nichts mehr ausfranst. Denn wir sandwichen den Reißverschluss ja nicht zwischen zwei Lederlagen oder zwischen Leder und Futter ein, sondern wir haben tatsächlich nur diese eine Lederlage als Außenleder und sonst nichts. So, das war das. Jetzt einmal den Reißverschluss halb offen haben, so wie hier, und an einer Seite anfangen zu kleben. Ich beuge mich jetzt nochmal nach vorne und schaue wirklich, dass ich den mittig gut ausrichte. Also verzeiht, falls mein Kopf jetzt hier die Hälfte überdeckt. Aber das ist jetzt wirklich wichtig. Man kann sich übrigens auch gut, hätte ich vielleicht noch kurz zeigen können, an den Pricklöchern orientieren. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pricklöcher. Das heißt, die Mitte ist genau zwischen dem dritten und vierten Prickloch.
Und auch so kann man sich natürlich super orientieren. Also bei mir ist es wirklich dann so, bei meinem Prickeisen mit der Einstellung, dass das dritte und vierte Prickloch eigentlich so die Außenkante von diesem Stopper in der Vertikale gesehen jetzt beurteilen. Und jetzt gucke ich natürlich, dass ich das auch hier schön ordentlich mittig klebe. Schön festdrücken immer, das macht auf jeden Fall Sinn. So, und jetzt mache ich den Reißverschluss auf. Und lege das zusammen, die Teile hier. Jetzt muss ich gucken, wie ich es euch am besten zeige. So zusammen, dass die wirklich die Zähnchen schön beieinander sind. Und dann schaue ich, dass ich hier an der rechten Seite schön abschließe. Und dann vermittle ich sozusagen die restliche Strecke. So, auch hier einmal. Und das müsste jetzt eigentlich sehr gut passen. Ich schaue mal. Wenn ich das gut festgeklebt habe, dann müsste da sich jetzt auch nichts bewegen. Also das ist jetzt wirklich perfekt. Das heißt, nochmal von der Vorgehensweise her, links orientieren, rechts orientieren oder umgekehrt, wie ihr wollt. Und dann die Mitte sozusagen vermitteln, die mittlere Strecke. Und dabei halt schauen, dass ihr wirklich hier schön waagerecht seht. Weil das ist jetzt wieder so eine Kleinigkeit bei Kleinlederwaren, wo man so eine Ungenauigkeit direkt sieht. Wenn der Reißverschluss nur minimal schief ist, das sieht man. Aber ihr habt genug Stylefix, um da auch mehrmals das sonst zu kleben, wenn ihr unsicher seid oder wenn es irgendwann nicht mehr hält oder so. Also erstens kann man das natürlich nochmal abziehen und neu positionieren. Und zweitens, wenn das Stylefix nicht mehr halten sollte, sonst nochmal ein neues drauf machen. Und man sieht es auch hier jetzt wirklich richtig schön. Wir haben hier eine Stelle, die so ein bisschen feiner gewebt ist und hier außen fängt es so ein bisschen gröber gewebt an und das gleiche haben wir hier auf der Seite. Also der Reißverschluss ist wirklich super mittig eingeklebt, schließt links und rechts perfekt ab, also ist super, super bündig und auf der Rückseite haben wir wirklich ein Reißverschluss Nylon, was innerhalb der Nahtlöcher liegt, was die äußeren Nahtlöcher angeht, außer hier oben. Das würde ich tatsächlich nochmal korrigieren. Und hier innen wird dann nochmal eine Naht eben gesetzt, die geht aber nicht über Stylefix drüber, weil da kommt man wirklich nicht durch. Da muss man dann im Zweifel mit der Ahle nachstechen. So, das heißt, das hier hat jetzt so ein bisschen den Abgang nach oben gemacht. Das heißt, ich korrigiere das jetzt nochmal hier so ein bisschen, dass ich wirklich innerhalb dieser Nahtlöcher liege. Wenn man jetzt hier die Problematik hat, dass man nicht, also wir haben ja hier an der Seite auch Stylefix geklebt und hier an der Seite. Und wenn man da dann wirklich nicht mit der Nadel durchkommt, kann man natürlich auch für die 3-4 Stiche die Ahle zu Hilfe nehmen. Also ich würde mal behaupten, dass das schwer ist, da mit der Nadel durchzukommen. Ja, also da würde ich im Zweifel sonst einfach nochmal mit der Ahle nachpricken. Oder was man sonst auch machen kann, ist, dass man mit dem Prickeisen jetzt da nochmal reinschlägt. Wird aber tendenziell ein bisschen ungenauer, weil wir hier jetzt schon mehrere Lagen miteinander liegen haben und dann vielleicht nicht mehr so ganz gerade pricken. Also die Ahle ist da eure beste Freundin. So, diese Naht wird jetzt genäht, genauso wie diese Naht hier. Also Teil C über Teil B, diese Naht hier und dann sind wir gleich wieder da. Der Reißverschluss ist jetzt hier eingenäht. Ich habe auch schon die Fadenenden mit der Ahle im nächsten Nahtloch versteckt. Also das sieht man jetzt wirklich so gut wie gar nicht, dass es hier irgendwo einen Anfang und ein Ende gibt. Und dann haben wir hier jetzt auch Teil B und Teil C miteinander vernäht. Und hier ist jetzt noch eine Sache ganz wichtig. Grundsätzlich beim Nähen von der Sattlernaht kann man das eigentlich immer machen, aber hier ist es jetzt besonders wichtig, dass wir die Naht nochmal flach hämmern. Mit einem Hammer, idealerweise so einem Edelstahlhammer, der hier so eine leicht, ganz minimal abgerundete Fläche hat. Oder man kann hier auch die Spitze nehmen, man muss nur aufpassen, dass man das Leder nicht verletzt. Wichtig, hier jetzt flach hämmern, vor allem deshalb, weil da kommt jetzt am Ende noch dieses Teil D drüber und wir wollen, dass sich diese
Naht einfach nicht nach vorne viel durchdrückt. Da kommt zwar meistens dann eine Karte auch rein, also eine Karte wird ja hier so reingelegt, ungefähr so. Das heißt, wir haben sowieso eine Barriere, aber wenn das mal leer ist, wollen wir trotzdem auch nicht, dass sich diese Naht hier durchdrückt, und aktuell trägt die ziemlich auf. Es gibt noch einen anderen Grund, warum man festhämmern sollte, die Naht, weil gerade bei so kleinen Sachen wie so einem Kartenetui, was man auch oft mal in die Hosentasche steckt oder wieder rausholt und so weiter, hat das Kartenetui so relativ viel Reibung, und da wird die Naht natürlich etwas beansprucht, und deswegen ist es gar nicht so blöd, die festzuhämmern, weil die da nicht so erhaben ist und nicht so raussteht. Kann man machen. Ist nicht unbedingt zwingend notwendig, aber schon empfohlen. Hier muss man natürlich jetzt super aufpassen, dass man nicht auf den Reißverschluss hämmert, aber ich würde das jetzt einfach wirklich ganz sachte machen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt im Profil gut sehen kann, aber ich kann es auf jeden Fall sehen. Diese Naht ist so viel flacher als diese Naht. Also da sieht man schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Das gleiche mache ich jetzt auch mal hier. Hier kann ich jetzt ein bisschen großzügiger drauf hämmern, weil hier kein Reißverschluss und kein Metall im Weg ist, was ich verletzen kann. Alternativ, wenn ihr keinen so einen Hammer habt oder einen, den ihr jetzt geeignet finden würdet. So ein Gummihammer ist nicht so perfekt geeignet, vor allem nicht so ein großer, flacher Gummihammer, wie wir vorhin zum Pricken genommen haben. Aber wenn ihr so einen Hammer nicht habt, könnt ihr auch ein Falzbein verwenden und die Naht flach drücken. Also man stelle sich vor, dass wir jetzt ein Falzbein und das Ende des Falzbeins, dann könnte man auch hier relativ gut die Naht so flach drücken. So, also hier ist die Naht jetzt flach, man sieht das auf jeden Fall, wenn ich hier drüber gehe, habe ich so gut wie keinen Widerstand. Und jetzt geht es schon ans Kleben und im nächsten Schritt dann nochmal ans Zuschneiden, vom Bruttozuschnitt auf den Nettozuschnitt und dann ans Creasen und Pricken. Und dann nimmt das Kartenetui schon Form an. Also, beim Kleben jetzt müssen wir einmal hier das Teil D an der Unterkante vom Ausschnitt von Teil B positionieren, also so, dass wir dann hier 3 Kartenfächer genau übereinander haben. Hier, hier und hier. Und dann müssen wir diese Teile sozusagen einmal so mit dem Teil A verkleben. Wir sehen hier schon, das passt natürlich nicht, weil wir haben bei A direkt den Nettozuschnitt gemacht. Bei Teil B, C und D haben wir den Bruttozuschnitt. Das heißt, im nächsten Schritt wird das hier dann nochmal nachgeschnitten. Das bedeutet auch, wir müssen an allen Stellen unterschiedlich viel Kleber auftragen, weil wir kleben jetzt natürlich nur die Kanten verkleben nur die Kanten miteinander. Deswegen würde ich empfehlen, so ein bisschen Kleber auf so ein Acrylglas oder Plexiglas-Stück aufzugießen. Dann kann man das nämlich mit dem Kleberspatel super aufnehmen. Und jetzt nehme ich hier wirklich nur ein ganz kleines bisschen auf der Spitze auf und trage den Kleber auf die äußeren 3 mm auf. Also genau äußerhalb der Nahtlinie trage ich hier jetzt den Kleber auf. Der Kleber ist wirklich nur dafür da, dass wir es gleich beim Nähen und beim Zuschnitt und so nochmal leichter haben. Am Ende wird ja trotzdem noch genäht, also auch wenn das jetzt an einer Stelle nicht 100% perfekt bombenfest ist, ist es kein so absolutes Drama. Aber das Kleben macht auch die Kantenbearbeitung etwas leichter, weil das Kleben auch dazu führt, dass die Kante wirklich an der äußeren Kante etwas härter wird, weil der Kleber ja auch Stabilität gibt. Und dann kann man besser die Kante bearbeiten, man kann sie besser schleifen. Und man kann einfach besser, man hat besser was in der Hand sozusagen. Und die Kante ist dann natürlich schon geschlossen, ganz außen, was es für die Kantenverarbeitung viel, viel einfacher macht. Also hier einmal rundherum. Muss nicht viel sein, muss jetzt nicht überall
super viel Kleber sein, sodass da überall eine weiße Schicht sichtbar ist, sondern einfach so ein bisschen auf die Rückseite äußerhalb der Nahtlinie auftragen. Das geht mit dem Kleberspatel auch wirklich super. Jetzt mache ich mal den Reißverschluss auf, dass ich das hier schön flachlegen kann. Übrigens, wenn ihr mit dem Kleber ein bisschen über die Nahtlöcher kommt, ist es auch kein absolutes Drama, denn wir pricken ja gleich nochmal und wir pricken auch nochmal durch die bereits geprickten Nahtlöcher durch. Also theoretisch, selbst wenn man ein bisschen weiter noch innerhalb kleben würde, wäre das kein großes Thema. Also ausnahmsweise mal was nur halb so tragisch ist, wenn man da nicht ganz so genau arbeitet. Kommt ja selten vor bei mir. So, hier noch die 2 letzten Stellen. Jetzt habe ich hier einmal Kleber wirklich rundherum aufgetragen. Hier ist es schon ganz abgelüftet, man sieht ihn schon fast gar nicht mehr. Das kann ich jetzt einmal so liegen lassen und noch weiter ablüften lassen. Und jetzt geht es hier an dieses Teil. Im ersten Schritt muss hier einmal bündig angelegt werden und dann rumgedreht werden. Wir positionieren das jetzt natürlich von dieser Seite auch nochmal. So, hier schön von allen Seiten bündig, dass die genau miteinander abschließen. So, jetzt ist es wichtig, dass wir uns einmal das Brutto- und das Netto-Schnittmuster anschauen. Denn wir haben hier Teil D, das ist jetzt das untere Teil. Das wird ja am Ende nochmal wirklich 4 mm haben wir hier Bruttozugabe. Das wird ja nochmal abgeschnitten, vielleicht auch nur 3 mm, je nachdem wie sauber wir bei Teil A gearbeitet haben. Und wir haben Teil B und C, die ja schon miteinander vernäht sind. Auch hier an diesen Stellen bündig miteinander abschließen. Und wo an den Seiten jeweils abgeschnitten wird von Brutto auf Netto und an der Oberkante von Teil B. Das bedeutet, wir haben hier, ich zeige es mal hier dran, wir haben hier 4 mm Bruttozugabe und hier haben wir jetzt ungefähr 3 mm innerhalb der Außenkante geklebt, bis die Nahtlinie anfängt. Das heißt de facto 4 plus 3 sind 7, fängt hier die Nahtlinie ja dann 7 mm von der Außenkante an, weil wir hier noch beim Bruttoschnittmuster sind. Das heißt, hier müssen wir auch 7 oder 8 mm Kleberrand auftragen. Jetzt ist die Frage, stellt man sich mit dem Lineal hin und misst hier genau aus, wie viel Kleber man auftragen kann? Ich würde mal sagen, nein, wir machen das jetzt so ein bisschen nach Augenmaß. Wichtig ist nur, dass ihr berücksichtigt, den dünnen Kleberrand, den ihr beim Nettoschnittmuster aufgetragen habt, den könnt ihr locker mal verdoppeln, um dann auf das Bruttoschnittmuster, um den Kleber beim Bruttoschnittmuster aufzutragen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Welt geht nicht unter, wenn man noch 2 mm mehr Kleber aufträgt. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Ich mache jetzt einfach mal hier eine Kante oder die ersten 2 Stücke. Guck mal, wo ich da ungefähr lande. Ja, eher so bei 5 mm, also da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Ich rutsche noch ein kleines Stück rein. Und woran man sich natürlich jetzt auch ganz gut orientieren kann, ist hier die Innenkante. Also ich würde nicht ganz bis zu dieser Innenkante, die haben wir auch extra versetzt angelegt, dass es nicht so sehr aufträgt, wenn dann auch noch Karten und so drin sind. Ich würde nicht ganz hier bis zu dieser Innenkante kleben, aber schon relativ nah. So. Allein hier sieht man jetzt spannenderweise, wenn man genau hinschaut, dass das hier jetzt nicht ganz bündig abschließt. Also das Teil ist irgendwie, stößt ein bisschen mehr raus wie die anderen Teile. Also da sieht man auch schon, dass der Brutto-Netto-Zuschnitt wirklich, wirklich Sinn macht, weil man damit einfach so kleine Ungenauigkeiten gleich nochmal super korrigieren kann. Es wird auch gleich alles Sinn machen, wenn wir dann Netto auf Brutto kleben. So, einmal rundherum. Das geht wirklich mit dem kleinen oder mit dem großen Kleberspatel super einfach. Man kann natürlich auch den Pinsel nehmen. Auch damit kriegt man das auf jeden Fall hin. Aber ich finde gerade für solche Sachen den Kleberspatel wirklich genial. So.
Unten habe ich, glaube ich, ein bisschen wenig Kleber aufgetragen. Ich kann da noch ein bisschen weiter reinrutschen. Das mache ich jetzt auch. Wie gesagt, ist kein Weltuntergang, wenn man 1 Millimeter zu viel geklebt hat. Insofern gehe ich da noch ein bisschen nach. So, das sieht für mich schon sehr gut aus. Jetzt lasse ich das ganz kurz ablüften und dann kommt der Moment der Wahrheit. Dann werden die Teile aufeinander geklebt. Ich kann jetzt auch noch mal hier mein Protoschnittmuster von zum Beispiel D dran halten. Also man sieht, ich habe hier mehr geklebt, als gleich abgeschnitten wird und genau das ist eben das Ziel. Also ja, sieht man hier ganz gut. Ich habe so bis auf die Nahtlinie, bis innerhalb der Nahtlinie geklebt und so soll es auch sein. So, das ist schon abgelüftet. Das braucht noch einen ganz kurzen Moment, bis es so greiftrocken ist. Da oben ist es schon abgelüftet, da warten wir noch kurz. Und dann sind wir bereit zum Zusammenkleben. Hier geht es jetzt zum Glück ganz schnell, denn hier ist relativ warm heute. So, ich gucke mal, dass ich alle Krümel hier weg habe. Das passt doch ganz gut. Also, jetzt werde ich dieses Teil aufkleben. Jetzt muss ich mich natürlich nochmal über das Werkstück beugen und das wirklich richtig im Auge haben. Es ist wichtig, dass wir jetzt sehr gerade kleben, weil wir wollen ja, dass auf der Rückseite die Karteneingriffsfächer schön gerade sind. Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich das bestmöglich mittig aufklebe. So gut, wie es halt irgendwie geht. Also ohne jetzt mit dem Lineal zu arbeiten oder so. Ich fange jetzt an einer Seite an, schaue, dass ich mich hier relativ mittig positioniere und dann arbeite ich mich Stück für Stück vor. Was ihr sonst auch machen könnt, ist, dass ihr hier nochmal ein Lineal drauflegt, um einfach die rechte Seite noch nicht zu kleben. Dann ist da so eine Unterbrechung, dann berührt sich der mit Kleber bestrichene Teil nicht und dann kann man einfach nochmal ein bisschen besser arbeiten. Also ich glaube, so mache ich es jetzt auch. Ich lege das so da drauf. So, und dann drücke ich es hier fest. Nehme das Lineal weg oder kann auch irgendein anderes Teil sein, was das unterbrecht, ein Lederreststück oder. Und dann klebe ich das hier fest. Was man jetzt beim Kleben schon merkt, wir haben hier drin verarbeitet locker, ich kann ja mal zählen, 1, 2, 3 Lederlagen, die stellenweise übereinander liegen. Das heißt natürlich, wenn man das jetzt mal im Profil anschauen würde, wölbt sich dieses Teil so ein bisschen. Und je mehr Karten reinkommen in die Fächer, natürlich noch mehr. Das heißt, es ist ganz normal, dass jetzt dieses Netto-Schnittmuster so ein bisschen, ja, ein Bogen würde ich jetzt nicht sagen, aber das hier einfach nicht komplett glatt ist. Also ich meine, das sieht man auch, wenn ich jetzt hier mein Lineal drauflege. Das liegt nicht glatt auf irgendwie, das liegt auch nicht glatt auf diesem Kartenetui, sondern das ist einfach so eine leichte Kurve und wir haben hier ja auch absichtlich diese Teile so ein bisschen abgestuft. Sieht man, wenn ich das jetzt umdrehe, nochmal ganz gut, dass wir nicht eine dicke Kante haben, wo sich dann alles rausdrückt. Das ist ganz wichtig, wenn man dann so ein Schnittmuster anlegt. Da haben wir auch echt lange getüftelt, bis wir das jetzt so optimiert haben. Man kann hier sogar wie mit so einem Falzbein schon entlangfahren und dann sieht man, wie sich die Seitenkanten ausformen. So. Gut, das lassen wir jetzt und das ist wirklich so wichtig. Das lassen wir jetzt wirklich mal so 10 Minuten trocknen. Auch von vorne sieht das übrigens, kann man natürlich auch nochmal kontrollieren, sehr schön aus. Also wirklich super ordentlich. Wir lassen es jetzt 10 Minuten trocknen und schneiden dann das Proto-Leder auf das Netto zu. Und das Netto ist jetzt nicht mehr diese Schablone, sondern das Netto ist das Leder selbst. Ich habe gerade gesagt, es hat ein bisschen eine Wölbung und so. Von daher ist das natürlich die Maßgabe. Wir haben hier schon gecreased, wir haben hier schon geprickt. Wir wollen hier ein tolles, passendes Ergebnis von Vorder- und Rückseiten.
Entsprechend, es gibt jetzt auch zwei Möglichkeiten, entweder erst den Zuschnitt, dann creasen, dann pricken oder jetzt direkt durchpricken und dann den Zuschnitt machen. Beides sind Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sogar gar nicht sagen, was die bessere Variante wäre. Es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt prickt, hat man einfach noch ein bisschen mehr Platz zum Rand und man orientiert sich eben an den Löchern, die schon geprickt sind. Also ich würde das Prickeisen jetzt hier reinhalten und durchschlagen. Wenn man jetzt erst schneidet, kann man natürlich von der anderen Seite nochmal sehr komfortabel creasen. Beides geht, es gibt kein richtig und kein falsch. Auch da kann man immer versuchen, schauen, was für einen die bessere Vorgehensweise ist. Aber wir lassen es jetzt erstmal 10 Minuten trocknen und dann, glaube ich, würde ich erst pricken und dann schneiden. Aber ich kann jetzt gar nicht genau sagen, warum. Einfach so persönliche Präferenz. Also gleich geht's weiter. Das Ganze hat jetzt 10 Minuten getrocknet und jetzt wird nochmal komplett durchgeprickt. Also ich nehme mir hier das Prickeisen, gehe in die bereits bestehenden Nahtlöcher rein und prick das Ganze einfach nochmal durch. Ist relativ selbsterklärend, nichts, was wir bisher noch nicht gelernt haben. Insofern, let's go! Jetzt ist alles geprickt. Jetzt kann es entweder genäht werden, dann zugeschnitten werden oder zugeschnitten werden, dann genäht werden. Es gibt hier, wie gesagt, jetzt kein richtig und kein falsch. Man kann beim Zuschnitt das Lineal zur Hilfe nehmen, man kann es weglassen, so wie es für euch leichter ist. Ich glaube, ich nehme mir das Lineal nicht zur Hilfe, denn das liegt auch nicht ganz flach hier auf, weil einfach der Reißverschluss halt ein bisschen aufträgt. Insofern schaue ich einfach, dass ich eine wirklich scharfe Klinge habe. So, einmal ganz komisch schief abgebrochen, aber wenigstens ist sie jetzt scharf. Und jetzt schneide ich hier und ich beuge mich jetzt wieder über das Werkstück drüber, dass ich wirklich hier ganz akkurat schneiden kann. Okay, einmal kurz die Luft angehalten beim Schneiden, ganz konzentriert gearbeitet. Da will man natürlich nicht auf den letzten Metern das Stück nochmal ruinieren. Und jetzt bleibt uns wirklich nur noch zwei Aufgaben. Einmal rundherum die Sattlernaht und dann rundherum die Kantenbearbeitung. Und was wir hier schon sehen, es hält übrigens nicht perfekt hier das Kleben. Das ist aber jetzt in dem Fall auch nicht so tragisch, weil jetzt kommt ja noch die Naht. Aber was wir hier jetzt schon sehen, wir haben eine schöne glatte Außenkante. Das heißt, wenn wir hier jetzt die Kanten bearbeitet haben, wird es eine glatte Außenkante werden. Und das ist genau das Ergebnis, was wir erzielen wollen. Also auch wenn wir hier mit nicht ausgedünntem Leder arbeiten und auch wenn wir hier jetzt ein Leder haben, was nicht super, super dünn ist, sondern so 1 mm dick, was für einen kleinen Lederwarenteil schon relativ dick ist, haben wir trotzdem ein Teil, was
möglichst filigran noch wirkt und was trotzdem gut in der Hand liegt, was trotzdem angenehm in der Hand liegt und nicht jetzt super, super dick aufträgt. Also genau das ist der Look, den wir erzielen wollen. Dafür mussten wir aber einige Maßnahmen treffen beim Template, was auch die Verarbeitung und die Reihenfolge der Schritte ein bisschen komplizierter gemacht hat, würde ich behaupten. Aber ich würde sagen, der Aufwand lohnt sich. Denn das Ergebnis sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Also ich bin richtig zufrieden. Natürlich muss ich jetzt noch fertig nähen und die Kanten bearbeiten. Aber das wisst ihr ja, wie das geht. Insofern sage ich hier schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das hinbekommt und wie euer Feedback zu unserem Tutorial ist. Und wünsche euch ganz viel Spaß bei euren ersten Karten-Etwies.